Hallo und willkommen zu meinem Video über Vietnam. Das ist jetzt mein zweites Reisejahr und ich bin wirklich gespannt, was dieses Jahr alles so passieren wird. Im ersten Jahr hatte ich das Gefühl, dass alles ein bisschen zu schnell war und ja, ich habe, glaube ich, zu sehr an meinem Plan festgehalten. Und ich glaube, dieses Jahr werde ich alles ein bisschen ruhiger angehen lassen und mein Fahrrad war auch die ersten 2 Wochen erst noch im Karton. Carsten ist von Tokio mit mir nach Hanoi geflogen. Für mein Fahrrad hatte ich 150 € extra bezahlen müssen. Als wir angekommen sind, erkunden wir beide zusammen den Norden Vietnams. Zuerst haben wir eine 3-Tagestour in Halong Bay gebucht. In Hanoi hat es zwar geregnet, aber hier draußen auf der Insel hatten wir das schönste Wetter. Auf der Insel haben wir Stefan und Verena kennengelernt. Wir verstehen uns super und verbringen auch nach dem Inselaufenthalt Zeit zusammen in Hanoi und wir sind dann auch zusammen nach Mai Chau gereist. Zuerst wollten wir nach Sapa fahren, aber uns wurde empfohlen, nach Mai Chau zu reisen. Das sei nicht ganz so weit weg und es wäre nicht so touristisch überlaufen. Hier haben wir dann zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem Roller die Reisterrassen erkundet. Mein Fahrrad habe ich die ganze Zeit über in einem Hostel in Hanoi gelassen. Hierzu muss ich sagen, hätte Carsten den Anfang von dem Tanz mit aufgenommen, hätte ich was für die Outtakes gehabt. Ich bin anfangs über alle Stöcke beim Tanzen gestolpert. Dann haben wir noch gesehen, wie hier Essstäbchen hergestellt werden. In Mai Chau und später wieder in Hanoi haben wir dann meinen Geburtstag gefeiert. Das war ein sehr schöner Abend. Am nächsten Tag ist Carsten abgereist und ich habe mich das erste Mal dieses Jahr wieder auf mein Fahrrad gesetzt. In Hanoi und auf den Hauptstraßen war sehr viel Smog. Ich hatte mir deswegen Atemschutzmasken besorgt. Die ersten 3 Wochen hatte ich auch einen echt nervigen Husten. Ja, meinen ersten Fahrradtag 2020 habe ich beendet nach 60 Kilometern. Und habe das erstbeste Hotel genommen für 11,50 €. Ich habe hier eine super Aussicht mit Sonnenuntergang, ein Riesenzimmer, Kühlschrank. Vielleicht nehme ich sogar gleich ein Bad. Mal gucken. In Ninh Binh hatte ich leider nicht so schönes Wetter, aber ich will mich mal nicht beschweren. Die letzten Monate hatte ich ja meistens Glück gehabt. Man kann übrigens oft direkt mit dem Fahrrad bis an den Ticketschalter für die Sehenswürdigkeiten fahren und dort parken. Oft versuchen Leute einen schon vorher abzufangen
um eine Parkgebühr zu kassieren. Das war auch sehr schön. Ich wollte gerade das erste Mal in Vietnam an einem Strand mein Zelt aufschlagen. Da kam ein Bus mit Studenten. Es gab ein großes Picknick mit ein paar Bier und ich wurde spontan dazu eingeladen. Am nächsten Tag habe ich erst gesehen, wie dreckig der Strand war und den Rest des Tages hat es sehr stark geregnet. Auch mit meinen Regensachen, die ich anhatte, hat sich das Wasser irgendwann seinen Weg gefunden und ich war von Kopf bis Fuß nass. Den Regentag habe ich aber schnell vergessen, denn ich bin in Phong Nha angekommen, um eine schöne Höhlenwanderung zu machen. Acht Kilometer Dschungel, 4 Kilometer durch die Höhlen und 8 Kilometer wieder zurück durch den Dschungel zum Bus. Die Höhlen waren gigantisch. Klettern, Abseilen, Schwimmen, wir haben nichts ausgelassen. Zum Schluss des Tages waren wir in der viertgrößten Höhle der Welt. Eigentlich wollte ich ja die drittgrößte Höhle der Welt erkunden, aber ich Schussel habe aus Versehen eine andere Tour gebucht. Wie man aber sehen kann, war das kein großer Fehler. Übernachtet haben wir dann in der Höhle in den Zelten und dann ging es wieder durch den Dschungel zurück. Überall gab es hier im Dschungel Blutegel. Am besten hat man eine lange Hose angezogen und diese dann in die Socken gestopft. Ein Mitreisender hatte eine Kurzhose an und musste dann 4 Blutegel an seinen Füßen entfernen. Das blutete aber nur ein bisschen und die übertragen keine Krankheiten. Jetzt fing schon meine letzte Etappe in Vietnam an. Mit meinem E-Visum habe ich 1 Monat Aufenthalt in diesem Land und davon hatte ich schon 2 Wochen mit Carsten im Norden verbracht.
Es geht nach Hoi An. Dort habe ich mich mit Catherine, Michal und Jona verabredet, die ich in diesem Hostel in Phong Nha kennengelernt hatte. Die Straßen sind insgesamt in einem guten Zustand und wenn man nicht gerade die Hauptstraßen befährt, ist es sogar manchmal im Verkehr sehr ruhig. Wenn man auf den Hauptstraßen fährt, hat man aber meist einen breiten Seitenstreifen, auf den man in Ruhe fahren kann. Dann hatte ich einen schönen Strand zum Zelten gefunden. Mein Zelt musste ich aber hinter einer Düne aufschlagen, da es direkt am Meer viel zu windig war. Happy New Year! Hier in Asien haben gestern die Menschen ins neue Jahr reingefeiert. Und ich bin jetzt gerade gemütlich am Strand und habe gefrühstückt. Und ich muss sagen, mir gefällt es hier echt gut in Vietnam. Ich bin zwar gestern und vorgestern jeweils fast 140 Kilometer gefahren. Aber das war überhaupt nicht schlimm. Das ist hier alles ganz flach und die Menschen sind super freundlich hier. Ich habe zwischendurch ein paar Mangos und Bananen geschenkt bekommen von älteren Damen. Das war sehr goldig und das kam dann auch immer schön in mein Müsli rein. Und ja, gestern hatte ich das erste Mal ich glaube, das waren jetzt nach 10.000 Kilometern, Platten gehabt hinten und während ich ihn geflickt habe, sind zweimal Leute angehalten und haben gefragt, ob die mir helfen können. Einer hat mir sogar angeboten, einen Anhänger zu holen, der schleppt mich dann ab und dann fahren wir zu einer Fahrradwerkstatt, aber ich habe immer gesagt, nein, ich schaffe das schon, vielen lieben Dank. Ja, ziemlich cool. Ansonsten ist hier gerade sehr entspannt. Eigentlich habe ich schon keinen Bock weiterzufahren. Aber ich treffe heute später in einem Hostel ein paar Leute, die ich schon vorher kennengelernt habe. Richtig coole Leute und der Weg dahin soll auch noch sehr schön sein. Ja, deswegen mache ich mich gleich schon wieder auf den Weg. Aber ich glaube, so eine halbe Stunde genieße ich gerade noch den Strand hier. Nach einem schönen Hoi An-Pass habe ich dann Jona, Catherine, rechts im Video Michal und hinter mir Joe getroffen. Wir erkunden zusammen Hoi An und haben eine tolle Zeit hier.
Aber auch diese schöne Zeit geht zu Ende. Mein Visum ist nicht mehr lange gültig und ich kann das Land nach Kambodscha nur im Süden verlassen. Ja, jetzt bin ich im Nachtbus nach Saigon. Ich muss nämlich über die Grenze fahren in spätestens 2 Tagen. Und ja, jetzt habe ich eine 24-Stunden-Busfahrt vor mir. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr aufregend. Nach einem kurzen Aufenthalt in Saigon fahre ich in Richtung Grenze. Ja, Vietnam war richtig toll. Ich hätte locker einen Monat länger durch dieses Land reisen können. Ansonsten habe ich mir letztes Jahr über ein Thema ziemlich viele Gedanken gemacht. Ich wurde nämlich oft eingeladen von Menschen in allen Ländern und ich weiß das von anderen Fahrradreisen, dass sie Erinnerungskarten als Dankeschön abgegeben haben, aber sowas habe ich nicht mitgenommen. Und dann habe ich lange recherchiert und überlegt und dann habe ich einen Magier in China gefunden oder ausfindig gemacht, der mir dann ein paar Basics beigebracht hat. Und ich glaube, ich fand das halt eine ganz nette Idee, die Leute dann im Gegenzug so ein bisschen zu unterhalten. Ich muss aber noch ziemlich viel üben und hier seht ihr kurz, wie Catherine mich mal heimlich aufgenommen hat, wie ich das mal so ein bisschen präsentiert habe. Aber ja, ich muss noch sehr viel üben. Also man hat jetzt nur den Schluss von dem Trick gesehen. Habt ihr vielleicht auch noch irgendwelche Tricks auf Lager, die ihr gerne mit mir teilen würdet, damit ich die Leute wenigstens so über eine Minute unterhalten kann? Ich habe zum Beispiel hier noch diese Schaumstoffhäschen, aber das ist echt schwierig. Also da brauche ich noch ziemlich viel Übung, um damit ein paar schöne Tricks zusammenzustellen.